Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Wolfgang Schäuble gehört zweifellos zu den prägendsten Politikern Deutschlands der letzten Jahrzehnte. In seinem Buch Erinnerungen, Mein Leben in der Politik, gewährt er einen faszinierenden Einblick in sein privates Leben und seine fast 5 Jahrzehnte dauernde politische Karriere. Schäuble, der unter anderem als Innenminister, Finanzminister und Bundestagspräsident tätig war, zeichnet die Herausforderungen, Wendepunkte und Erfolge seiner Arbeit nach. Besonders eindrucksvoll ist die Aufrichtigkeit, mit der er innere und äußere Konflikte schildert, von deutsch-deutscher Wiedervereinigung über Eurokrise bis hin zu persönlichen Tiefpunkten, wie dem Attentat, das ihn 1990 schwer verletzte. Schäuble gelingt es, seine politische Lebensleistung mit den bedeutendsten Entwicklungen Deutschlands seit der Nachkriegszeit zu verknüpfen. Das Buch ist damit mehr als nur eine persönliche Biografie. Es fungiert auch als lebendiges Zeitdokument, das die Hintergründe und Motivationen politischer Entscheidungsträger beleuchtet. Für Politikinteressierte und alle, die verstehen wollen, wie politische Prozesse in Deutschland ablaufen, liefert dieses Werk zahlreiche neue, manchmal überraschende Perspektiven. Indem Schäuble offenlegt, wie er Krisen bewältigte und welche Prinzipien sein Handeln bis heute bestimmen, wird das Buch zugleich zu einem Lehrstück über politische Verantwortung, Standfestigkeit und Wandel. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Kindheit und prägende Jahre im Nachkriegsdeutschland. Wolfgang Schäuble beschreibt in den ersten Kapiteln seines Buches seine Kindheit in der Nachkriegszeit, die von den unmittelbaren Folgen des Zweiten Weltkriegs und den sozialen wie politischen Umwälzungen geprägt war. Diese frühen Erfahrungen, Hunger, Unsicherheit und die Suche nach Stabilität prägen sein Verständnis von Solidarität, politischer Ordnung und staatlicher Verantwortung. Besonders hebt er hervor, wie seine Familie, die gesellschaftlichen Umstände und die demokratischen Entwicklungen in der frühen Bundesrepublik sein Wertefundament bildeten. Schäuble schildert, wie die Erlebnisse der Nachkriegsjahre seine Einstellung zur deutschen Teilung und zur europäischen Einigung beeinflussten. Er verdeutlicht, dass politische Stabilität und gesellschaftlicher Zusammenhalt für ihn zentrale Ziele seines politischen Handelns wurden, die bis in seine spätere Karriere nachwirken. Diese Einblicke machen deutlich, weshalb Schäuble ein so starkes Engagement für die deutsche Demokratie und die europäische Integration entwickelte. Zweitens: Aufstieg in die Politik und die CDU. Ein wesentlicher Abschnitt in Schäubles Erinnerungen ist der Eintritt in die aktive Politik und sein Weg in die CDU. Er beschreibt detailliert seine Motivation, politischen Einfluss nehmen zu wollen, und wie ihn die Begegnungen mit herausragenden Persönlichkeiten wie Helmut Kohl prägten. Schritt für Schritt schildert Schäuble, wie er sich als Abgeordneter im Bundestag etablierte und schon früh Verantwortung übernahm. Seine Rolle in der CDU, die Methoden zur Konsensfindung sowie die Kämpfe um innerparteiliche Positionen werden anschaulich geschildert. Besonders hervorgehoben werden die moralischen Prinzipien, die Schäuble verinnerlichte, seine Offenheit für Debatten und sein unermüdlicher Einsatz für das Wohl der Bundesrepublik. All dies zeigt auf, wie politische Überzeugung, Taktik und Kompromissbereitschaft zusammenwirken müssen, um in der Parteienlandschaft Deutschlands erfolgreich zu sein. Schäuble zeichnet ein realistisches Bild des politischen Alltags und betont, dass Überzeugungsarbeit, Integrität und strategisches Denken die Basis jedes politischen Erfolges bilden. Drittens: Bedeutende Rollen in der Wiedervereinigung und innenpolitische Verantwortung. Als enger Vertrauter von Helmut Kohl spielte Schäuble eine zentrale Rolle während der deutschen Wiedervereinigung. In diesem Themenbereich schildert das Buch mit beeindruckender Detailgenauigkeit die Vorbereitung und Umsetzung des Einheitsvertrags, die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen sowie die Schwierigkeiten auf internationaler Ebene. Schäuble ist überzeugt, dass ohne Entschlossenheit und Verhandlungsgeschick die friedliche Wiedervereinigung nicht gelungen wäre. Darüber hinaus beleuchtet er innenpolitische Konflikte, darunter auch Debatten rund um die innere Sicherheit und den Schutz staatlicher Strukturen. Schäuble nimmt den Leser mit hinter die Kulissen historischer Sitzungen und zeigt die Verantwortung, die in entscheidenden Momenten auf seinen Schultern lag.
Seine eigene Rolle als Vermittler und Entscheider wird dabei kritisch reflektiert, ebenso wie die Lehren, die aus dieser Zeit für den Umgang mit neuen Herausforderungen gezogen werden können. Somit gewinnen Leser ein tiefgreifendes Verständnis für diesen zentralen Abschnitt der deutschen Geschichte aus Sicht eines der wichtigsten Akteure. 4. Krisenmanagement. Attentat, Eurokrise und politische Widerstände. Ein dramatischer Wendepunkt im Leben. Schäubles war das Attentat 1999, das ihn körperlich stark einschränkte. Offenen Herzens berichtet er über die Konsequenzen für seine politische Arbeit und sein Leben im Rollstuhl, sowie die Unterstützung aus seinem persönlichen und beruflichen Umfeld. Doch nicht nur diese persönliche Krise, sondern auch die politischen Turbulenzen, etwa die Eurokrise, der Streit um Griechenland und die Rolle Deutschlands in der EU, beschreibt Schäuble detailreich. Das Buch schildert, wie er als Finanzminister mit rationalem Kalkül, Standhaftigkeit und Resilienz den europäischen Zusammenhalt sichern wollte und dabei einige der schwierigsten Entscheidungen seiner Karriere treffen musste. Schäuble erläutert seine Überzeugung, dass Krisen als Chancen für Reformen verstanden werden können, sofern sie mit Mut und Weitsicht angegangen werden. Leser erhalten so einen tiefen Einblick in die Kunst des politischen Krisenmanagements, strategischer Kommunikation und persönlicher Verarbeitung von Rückschlägen. Schließlich Werte, Prinzipien und der Blick in die Zukunft. Im letzten Themenblock thematisiert Schäuble die Prinzipien, die sein politisches Handeln bis heute bestimmen. Er legt dar, warum Integrität, Verantwortungsbewusstsein und die stetige Suche nach Kompromissen für ihn unabdingbar sind. Besonders angesichts populistischer Strömungen und gesellschaftlicher Polarisierung plädiert er für einen sachlichen, dialogorientierten Politikstil. Schäuble erklärt zudem, wie wichtig langfristiges Denken in der Politik, ein stabiler Wertekompass und ein Bewusstsein für die Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen sind. Der Blick in die Zukunft bleibt nicht pessimistisch. Er sieht Chancen für eine Erneuerung der politischen Kultur durch transparente Kommunikation und Vertrauensbildung. Besonders wertvoll für die Leser sind die persönlichen Ratschläge und Erfahrungen, die Mut machen, sich selbst für gesellschaftliche Belange einzusetzen und politische Prozesse aktiv mitzugestalten. Zusammenfassend: Erinnerungen. Mein Leben in der Politik von Wolfgang Schäuble ist weit mehr als nur die Autobiografie eines Politikers. Es ist ein lebendiges Stück deutscher Zeitgeschichte und ein Lehrbuch der politischen Kunst. Wer sich für die grundlegenden Entwicklungen in der Bundesrepublik, die Hintergründe deutscher Wiedervereinigung, die Bewältigung ökonomischer Krisen oder für die Mechanismen im politischen Spitzenbetrieb interessiert, findet hier einen authentischen, tiefgehenden Einblick. Besonders lohnend ist das Buch für alle politisch Interessierten, junge Menschen am Beginn einer politischen Laufbahn, aber auch für engagierte Bürgerinnen und Bürger, die verstehen wollen, wie politische Verantwortung in schwierigen Zeiten getragen wird. Schäubles Fähigkeit, persönliche Höhen und Tiefen offen darzustellen, macht das Werk menschlich und motivierend. Der praktische Nutzen des Buches liegt in den vermittelten Lebensweisheiten über Durchhaltevermögen, Vermittlungsgeschick und Werteorientierung. Im Vergleich zu anderen Biografien bietet Schäuble durch seine langjährige Erfahrung und die Detailtiefe einen einzigartigen Zugang zu zentralen Wendepunkten der Geschichte sowohl Deutschlands als auch Europas. Das Buch empfiehlt sich besonders deshalb zur Lektüre, weil es nicht nur Ereignisse schildert, sondern Denkmuster und Entscheidungsprozesse offenlegt, die für die aktuelle und künftige Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Wenn Sie unterstützen möchten: Wolfgang Schäuble, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.